Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video geht es darum, den Innenraum des Camaros ein bisschen aufzuhübschen. Ihr seht jetzt hier schon verschiedene Dinge vorbereitet. Zum einen eine Schneidunterlage, neue Innenraumclips, entsprechendes Schneidwerkzeug. Hier drüben habe ich auch noch ein Lineal, so ein Metalllineal, an dem man schön gerade entlang schneiden kann. Einen Stift zum Markieren und auch ein Cuttermesser. Und ihr seht hier zwei schwarze Teile. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Das ist entsprechend, habe ich schon vorbereitet bzw. einmal ausprobiert, die Innenraumleisten im Camaro. Man sieht das jetzt hier, interessanterweise gibt es da sogar Leisten, die aus Metall gefertigt sind. Ja, das ist also hier kein Plastik, sondern Metall. Ziemlich interessant. Dadurch auch relativ schwer für so eine kleine Leiste. Und die habe ich jetzt eben mit Alcantara-Folie bezogen. Das habe ich ja bereits in meinem M2 schon mal bei der Blende gemacht. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Da muss ich auf jeden Fall demnächst auch noch ein Video dazu machen zur finalen Installation von meinem RN Pro. Und da habe ich auch eine Plastik-Innenraumleiste so ein bisschen mit Alcantara-Folie bezogen, damit das schöner aussieht. Wie gesagt, das sind jetzt zwei Leisten, die ich vorbereitet habe, die ich eben schon komplett mit dieser Alcantara-Folie bezogen habe. Da gibt es in verschiedenen Farben zu kaufen und das Ganze nennt sich, glaube ich, Invitara, ist aber, wie gesagt, einfach so ein Mikrofaserstoff, den es dann ähnlich wie Folie fürs Auto auf einer entsprechenden Rolle gibt. So sieht das dann aus. Ist hier eben mit so einer Klebeschicht versehen, sodass man das wunderbar auf verschiedene Bauteile aufbringen kann. Wichtig ist eben nur, dass die Bauteile vorher fettfrei sind. Das heißt, dafür habe ich mir dann eben hier so einen entsprechenden Silikonentferner in einer kleinen Sprühflasche zur Seite gestellt. Das werdet ihr aber gleich sehen. Jetzt würde ich sagen, ihr habt ja das, sage ich mal, Zwischenergebnis schon gesehen hier mit diesen Innenraumleisten, die schon mit der Folie bezogen sind. Was jetzt noch fehlt, ist eben der Schritt, wie ich die Leisten ablöse. Das ist jetzt nur die Beifahrerseite, da fehlt jetzt noch die Fahrerseite und sowohl so eine Leiste, die sich vorne oberhalb der Windschutzscheibe befindet, beziehungsweise am Übergang Windschutzscheibe zum Dachhimmel. Und diese Leisten werde ich jetzt noch demontieren im Auto und danach eben auch mit dieser Klebefolie beziehen und dann wieder im Auto befestigen. Und da geht es jetzt auch weiter im Auto mit der Demontage. So, jetzt habt ihr also gesehen, wie ich die Leisten abgenommen habe. Dieses Mal war es so, dass mir von diesen Clips keiner kaputt gegangen ist. Bei der anderen Leiste auf der Beifahrerseite ist mir einer der Clips kaputt gegangen. Jetzt werde ich die Leisten ein bisschen vorreinigen mit Silikonentferner, damit da eben keine fette Öle oder sonstiges mehr drauf sind. Außerdem ist hier so ein bisschen
Ich denke mal, das sind Überreste von einer Lackierung, von einer vorhergehenden. Die sind hier zu sehen. Diese losen Teile werde ich jetzt noch ablösen. Und wenn das dann geschehen ist, dann kommt der Schritt, wo ich das Ganze entsprechend mit der Folie foliere, also mit dieser Alcantara-Folie. Und der letzte Schritt ist dann die Montage wieder im Fahrzeug. Also wie gesagt, das sind ja die Leisten, die ich bereits vorbereitet habe. Die packe ich jetzt mal zur Seite. Die sind ja bereits foliert. Und was jetzt eben fehlt, sind diese Leisten, die ich gerade frisch aus dem Auto habe. In dem Fall sind es sogar 3 Leisten, also eine Leiste mehr als vorher. Da ich ja noch diese mittlere Leiste mit abgebaut habe, die sage ich mal, die direkt an der Frontscheibe ansetzt und Frontscheibe und Himmel so ein bisschen, wie sagt man denn da, so eine leichte Blende eben, damit man den Übergang von Frontscheibe zu Himmel nicht sieht, kommt hier eben diese Blende drauf. Die ist interessanterweise auch wieder Metall. Das hier ist Plastik, wieder Metall. Genau. Befestigt ist diese Blende, die zwischen Frontscheibe und Himmel ist, einfach mit Schrauben. Man sieht das hier an den verschiedenen Löchern. Da schaue ich dann auch, ob ich da nicht vielleicht etwas schönere Schrauben finde. Dann hier solche alten Plastikteile. Das ist halt leider komplett spröde und porös. Das ist so ein bisschen der Nachteil am Plastik. Das wird über die Zeit einfach sehr porös. So Metall bleibt eigentlich in der Form, wie es war. Aber fängt natürlich gegebenenfalls ein bisschen an zu rosten. Was aber jetzt hier nicht schlimm ist. Und man sieht, das ist so ein ganz minimaler Flugrost. Der tut dem Teil aber keinen Abbruch. Und das Teil, wie gesagt, ist lediglich gesteckt. Das ist also auf diese A-Säule gesteckt. Und hier unten, das habt ihr ja gesehen im Video, ich blende das nochmal kurz ein, ist eben eine kleine Schraube, die das dann unten an der A-Säule fixiert. Und das war es auch schon. Wie gesagt, jetzt geht es an die Reinigung. Die erste Reinigung mache ich jetzt mit dem Staubsauger. Das heißt, diese ganz losen Teile werde ich jetzt einfach mit dem Staubsauger entfernen. Da jetzt die ganz groben Verschmutzungen oder diese losen Teile angelöst sind, nehme ich mir eben hier ein Tuch, werde das ein bisschen mit Silikonentferner besprühen. Und werde hier jetzt dann die restlichen Verschmutzungen, die sich noch hier drauf befinden, eben mit dem Tuch entfernen. Das mache ich, wie gesagt, deswegen, damit die Folie, die schlage ich ja um die Ecken, damit die nachher auch gut haftet. Sonst besteht eben die Gefahr, dass die Folie nicht sauber anhaftet und dann löst sich das alles wieder ab und dann war die ganze Arbeit umsonst. Das wäre ziemlich blöd. Deswegen ist da eine gute Reinigung sehr wichtig. Ist halt schade, dass da noch solche Reste von so einer vorhergehenden Lackierung drauf sind, denn für gewöhnlich hätte man das hier deutlich leichter mit der Reinigung, weil eben diese losen Lackteile oder Lackreste nicht vorhanden wären. Und jetzt sieht man ja hier, da bröselt das alles so raus. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen wegsaugen. Jetzt befeuchte ich das noch mal ein bisschen. Jetzt habe ich das Tuch einmal gewendet, sodass die eben noch schmutzige Seite hier innen drin verdeckt ist. Dann kann ich das einfach nochmal verwenden. Packe hier wieder meinen Silikonentferner drauf und gehe hier vorne auch nochmal über die Oberfläche drüber. Hier auch um die Ecken herum. Man sieht halt auch, wie gesagt, also man sieht hier halt schon, wie stark das Material gelitten hat im Laufe der Zeit. Hier ist sogar schon ein bisschen was weggebrochen. Es ist allerdings relativ schwierig, dann neue Leisten zu bekommen. Und wenn es Neuteile gibt, dann gibt es die nur in den USA mit furchtbar langen Lieferzeiten plus jede Menge entsprechender Versandgebühren. Das ist ein bisschen schade, dass man da in Deutschland an diese Innenraumteile nicht so gut rankommt. An Motorteile und sonstiges Zeug kommt man sehr, sehr gut ran. Da war ich total überrascht, aber hier an diese Innenraumteile eben nur sehr schwer. Die Reinigung mache ich jetzt bei allen Leisten und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt hier das schon mal vorbereitet für das erste Teil. Ich habe hier also meine entsprechende Folie.
Ich lege das Teil jetzt einmal mit der Vorderseite auf die Folie, um eben zu schauen, dass ich hier auch genug Material bekomme, um das um die Ecken zu legen. So sieht das jetzt gut aus. Das heißt, sag ich mal, bis circa hierhin werde ich jetzt abschneiden. Lieber ein bisschen großzügiger abschneiden. Man kann dann immer noch mal kürzen später, aber wenn es von Anfang an zu kurz ist, ist natürlich blöd. Muss jetzt auch keine super gerade Linie sein. Da man dann später ohnehin noch mal Material wegnimmt. Jetzt habe ich sogar deutlich zu viel weggenommen, würde ich sagen, aber wie gesagt, lieber zu viel als zu wenig. Und jetzt fange ich an, eben von einer Seite das Ganze sozusagen festzukleben. So, wie gesagt, ich fange jetzt an, das von einer Seite eben hier an dem Werkstück oder an der Blende zu befestigen. Und dann gehe ich meinen Weg um das Werkstück bzw. um die Blende herum. Ich drehe das jetzt einmal, damit das für mich ein bisschen geschickter ist. Löse ich hier einfach eine Seite an. Gerade am Anfang ist das immer ein bisschen fummelig. Also ist insgesamt auch, wie gesagt, da muss man schon ein bisschen Geduld haben. Gott sei Dank ist diese Klebefolie relativ, wie sagt man denn da, sie verzeiht einem relativ viel. Man kann sie also auch immer wieder lösen, sodass man da dann doch Spielraum hat, wenn da mal was schief geht. Wie gesagt, gerade jetzt hier am Anfang ist das halt ein echtes Gefummel, bis das mal so ungefähr passt. Seht ihr, jetzt sieht das furchtbar aus hier. Dass wir das hier noch mal ein bisschen anlösen. Das war ein super Start. Aber deswegen ist eben auch gut, wenn man da ein bisschen großflächiger schneidet, damit man da so ein bisschen Spielraum hat. Besonders nervig ist das hier, wenn das am Anfang sich immer um die Kante rumschlägt. Das ist wirklich zum aus der Haut fahren. Furchtbar nervig. Wenn man den Anfang mal hat, dann geht's. Aber das hier ist echt immer so ein Geduldsspiel. Weil es halt überall klebt und nicht da, wo man will. Also beim Metall hat es sich schon wieder gelöst, aber an sich selber klebt es wie die Hölle. Hier schlage ich das jetzt nur so ein bisschen um die Ecke. Da hat sich das ja ohnehin so ein bisschen verkrumpelt. Das heißt, ich schlage das hier so um und später schneide ich das dann einfach entsprechend ab, dieses Verkrumpelte. Das ist, wie gesagt, der Anfang. Da tue ich mir immer noch schwer, das irgendwie sinnvoll anzubringen, ohne dass sich das immer mit sich selbst verklebt. Was ziemlich nervig ist. So, der Anfang ist gemacht. Jetzt lege ich das eben einmal um sich selbst. Da kann man dann Gott sei Dank ein bisschen Zug anwenden. Wie gesagt, das ist einfach immer ein ganz schönes Gefummel, das hier faltenfrei da drüber zu bekommen. Aber wenn man entsprechend Geduld hat, immer wieder löst, immer wieder zieht, dann geht das auch. Jetzt
sind wir hier drüben. Man kann das sehen, auch eigentlich schon am Ende. Das heißt, ich werde jetzt hier das, was jetzt zu viel ist, einfach nochmal abschneiden. Auch wieder relativ großzügig, damit mir da eben nicht nachher Material fehlt. Das heißt, ich setze jetzt hier ungefähr an, da habe ich ja noch genug Material übrig. Und dann muss das auch nicht super gerade sein. Schneide ich hier einfach runter. Ich habe das früher oder zu Beginn immer mit einem Cuttermesser versucht. Das Cuttermesser, also entweder, ich habe mir verschiedene gekauft, entweder liegt es an meinen Cuttermessern oder die sind einfach nicht das richtige Equipment dafür. Auf jeden Fall ist das immer alles total ausgeflädert und hat sich dann gelöst. Deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, das mit einer Schere zu machen. Sieht man, ist da immer noch relativ viel Material. Aber wie gesagt, lieber habe ich zu viel Material als zu wenig. Aus meiner Erfahrung ist das die bessere Lösung. Ich meine, wie gesagt, wenn das jemand tagtäglich macht oder das eben auch als Beruf hat, dann ist er da deutlich schneller und effektiver unterwegs. Aber jetzt für jemanden wie mich, der das eben nicht so häufig macht, ist das so eine ganz gute Art und Weise, wie ich das anstellen kann. Und wie man jetzt sieht, das Teil ist fertig bezogen. Ich habe jetzt hier alle Falten raus. Das Einzige, was ich jetzt mache, ich werde hier die Ecken noch ein bisschen abschneiden, damit hier dieses überschüssige Material weg ist, genauso wie hier drin. Und dann ist das Teil fertig. Das mache ich jetzt noch und dann zeige ich es euch schnell. So, das Gefummel ist nun vorbei. Ich habe jetzt hier die A-Säulenverkleidung von der Fahrerseite auch fertig. Das sieht soweit sehr gut aus. Jetzt, wie gesagt, fehlen noch die anderen Verkleidungsteile. Die werde ich jetzt auch noch beziehen. Das zeige ich euch nicht. Das ist, wie gesagt, ein Riesengefummel. Das macht das Video nur ewig lang. Das Prinzip habt ihr jetzt verstanden. Einfach Ausdauer und Geduld haben, dann klappt das schon. Und wie gesagt, jetzt beziehe ich die anderen beiden Teile noch und dann montiere ich das Ganze wieder im Fahrzeug. So, was ich natürlich auch noch tausche im Zuge dessen, wenn ich jetzt hier die Verkleidungen neu beziehe. Wie gesagt, die sind jetzt alle bezogen, das habe ich fertig gemacht. Jetzt tausche ich noch die Clips aus. Dafür habe ich mir entsprechend eine Packung mit neuen Clips besorgt. Und was ich auch tausche, sind die vorhandenen Schrauben, zumindest die jetzt nicht schön aussehen. Da habe ich mir neue Schrauben besorgt für die verschiedenen Szenarien bzw. Anschraubpunkte. Es gibt also zwei Schrauben, die sind etwas größer vom Gewinde und ansonsten sind das relativ kleine Schrauben vom Gewinde. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was für ein Gewinde das ist. Ich hole mal kurz die Schieblehre. Dann kann ich euch dann noch genau sagen, welche Größe das hat. Also die vorhandenen Schrauben sind einmal 4 mm im Durchmesser. Und einmal ein bisschen unter 4 mm. Also es werden wahrscheinlich tatsächlich alles Vierer sein. Ja, das hier ist eine Dreier, die ist noch mal dünner. Die sehen aber alle auch anders aus. Also ich vermute, da hat irgendjemand schon mal vorher einfach irgendwelche Schrauben eingesetzt. Ich werde jetzt hier für die Seite die etwas größeren verwenden. Die gehen einfach ins Blech. Ich habe jetzt leider keine Blechschrauben, ich nehme Holzschrauben. Das ist jetzt nicht besonders gut, ich weiß, aber ich hatte nichts anderes rumliegen und die werden, denke ich, auch halten. Gehe ich zumindest mal fest davon aus. Und diese Schrauben werde ich nehmen, um eben die Blende für den Dachhimmel am Fenster zu befestigen. Das sind also auch 4 mm und auch entsprechende Metallschrauben. Das passt dann. Insofern sehen dann die Schrauben auch wieder etwas frischer aus. Außerdem sind es Edelstahlschrauben, die sollten dann auch nicht rosten, wobei normalerweise dürfte da gar keine Feuchtigkeit hinkommen. Nichtsdestotrotz gehe ich da auf Nummer sicher. Das war es also, wie gesagt, noch zu den Schrauben. Und jetzt geht es daran, die Klipse zu erneuern. Wie gesagt, bei einer Leiste ist mir ein Clip abgebrochen. Bei der anderen Leiste habe ich es ohne entsprechende Verluste bei den Clips rausbekommen. Was ich jetzt mache, weil die halt auch schon ihre besten Tage hinter sich haben, diese Clips, werde ich die jetzt erneuern. Dafür habe ich, wie gesagt, hier eine Packung mit neuen Clips besorgt. Das ist auch eine interessante
Anschlussweise habe ich so auch noch nicht gesehen. Jetzt schaue ich mal, ob ich die hier überhaupt rausbekomme. Dafür nehme ich eine Zange und versuche die hier so rauszudrehen und rauszuziehen, ohne da was kaputt zu machen. Das wäre natürlich besonders blöd. Die haben ja, wie gesagt, diesen Halbmondanschluss und ich versuche jetzt den Halbmond hier so leicht rauszubekommen und dann das Ganze rauszudrehen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ja, passt. Genau. Dann geht das relativ einfach und ohne große Gewalt. Wie gesagt, diese kleine Ecke hier, die so aussieht wie so ein Mund, die habe ich jetzt hier in diesem Plastikloch auf diese Kante gesetzt und dann kann ich es einfach rausdrehen. Genauso kann man es auch wieder reindrehen. Ich nehme jetzt mal einen neuen Clip, den setze ich hier an und dann drehe ich den einfach entsprechend nur in die Halterung ein. Ich nehme das jetzt hier mal an der Seite, damit ich mir den nicht gleich wieder beschädige. Jetzt drehe ich den hier so rein und dann wird er gleich so reinschnappen. Das müsste man hören. Ihr seht die Nase. Die Nase hängt jetzt noch oberhalb des Lochs der Führung und wenn ich jetzt weiter drehe, knack, und jetzt sitzt er drin. Das ist eigentlich ganz praktisch gemacht. Wie gesagt, ich kannte das jetzt auch noch nicht. Nach diesem Muster werde ich jetzt die Clips alle erneuern. Und wie gesagt, dann baue ich es ins Auto ein und zeige euch einmal, wie das dann final aussieht. So, ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze im Auto aussieht, wenn eben die Leisten wieder verbaut sind. Das war jetzt, wie gesagt, spezifisch an diesem alten Camaro gezeigt. Ihr könnt aber diese Folie natürlich auch für moderne Fahrzeuge, für irgendwelche Innenraumteile. Ich habe sie zum Beispiel auch verwendet. Das Video ist schon gelaufen für den Cupholder. Da habe ich ja diesen Cupholder 3D gedruckt und habe den Cupholder dann mit dieser Alcantara-Folie bezogen. Wie gesagt, das ist teilweise ein bisschen ein fummeliges Arbeiten, ähnlich eben wie es mit normalen Autofolien auch der Fall ist. Da muss man Geduld haben. Und was ich halt auch gemerkt habe, wie gesagt, auf jeden Fall großflächiger schneiden, nicht aber in der Länge, denn in der Länge ist es so, dass man meistens ein bisschen zieht, das heißt, der Stoff wird länger. In der Länge könnt ihr also entweder die gleiche Länge eures Bauteils wählen oder sogar ein bisschen kürzer, denn durch das Ziehen, wie gesagt, gewinnt ihr immer noch mal Länge. Gleiches gilt auch für die Breite, aber bei der Breite ist es immer schwierig, wenn ihr es nicht genau mittig ansetzt, nachher fehlt euch an irgendeiner Ecke was. Deswegen würde ich in der Breite des Bauteils auf jeden Fall immer ein bisschen mehr Luft lassen und wie gesagt, das Ganze dann einmal aufziehen. Wenn das einmal aufgezogen ist, vielleicht einmal die Ränder abschneiden, damit ihr nicht zu viel Material habt, denn zu viel Material verkrumpelt auch immer wieder. Insofern, ja, also das ist mein Tipp für euch. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.